Hallo Freunde! In einer ruhigen Vorstadtstraße lag ein hilfloses und verlassenes kleines Kätzchen namens Deb. Sie hatte alles, an manchen Tagen rollte sie sich auf den kalten Boden zusammen und weinte leise über ihre Mutter, die nirgendwo zu finden war. Es war zu sehen, dass jemand sie herzlos zur Seite warf und sie sterben ließ. Deb, winziger Körper, sie zitterte vor Schwäche, ihre Zukunft war unsicher, während sie in einer rauen Welt ihr Bestes gab, um zu überleben. Die Nachrichten über das verlassene Kätzchen erreichten das örtliche Tierheim, wo eine mitfühlende Arbeiterin namens Emily die Aufgabe übernahm, die zerbrechliche zu retten Katze. Mit Tränen in den Augen nahm Emily Deb in die Arme, geschworen, alles zu tun, um dem Baby eine Chance zu geben, zu kämpfen. Bei der Beurteilung des Zustandes des Deb stand das Tierheim jedoch vor einer schwierigen Entscheidung. Das Kätzchen war stark erschöpft und schwach, und es schien unwahrscheinlich, dass es genießt. Einer der Tierheimarbeiter ist vom Anblick von Deb Schwäche überwältigt, er hielt Sterbehilfe für die mitfühlendste Wahl. Die Uhr tickte, und mit jedem Augenblick hing Debs Schicksal an einem Strang. Nur 30 Minuten vor einer herzzerreißenden Entscheidung in der Kindergarten bekam einen Anruf. Es war ein Mann namens Andrea, der von Deb Notlage hörte und sich unbestreitbar fühlte: Heißhunger in deinem Herzen. Ohne zu zögern bot Andrea an, Deb unter ihre Obhut zu nehmen, versprochen, ihr die Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die sie so dringend brauchte. Deb wurde schnell an Andrea übergeben, die einen winzigen Klumpen Fell in ihren eigenen hielt. Hände. Entschlossen, sie zu retten, brachte er Deb in ein warmes und einladendes Zuhause, wo sie Fürsorge und Nahrung erhalten wird, die ihr entzogen wurde. Unter der Aufsicht von Andrea Deb wurde sie jeden Tag mutiger und selbstbewusster. Ich entdeckte die Freude am Spielen, indem ich mit neu gewonnener Energie durch das Haus fuhr. Andrea oft fand sie heraus, dass sie jede Ecke erkundete und die Neugier in ihren Augen leuchtete. Im Laufe der Zeit lernte Deb nicht nur zu laufen, sondern entdeckte auch die Wunder des Lebens, in dem sie lebte. Es wurde fast abgelehnt. Sie wärmte sich unter dem warmen Sonnenlicht, das in die Fenster strömte, auf. Genießen Sie die einfachen Freuden des Spielens von Spielzeug und der Jagd nach imaginären Kreaturen. Jeder der Tag brachte neue Meilensteine, von denen jeder ein Zeugnis ihres unbeugsamen Geistes war.